Allerdings war meine Sample Size auch winzig. Lediglich 100, also 400 Clockworks habe ich getötet, bisschen mehr. Für diese Samples, also danach noch mehr getötet, aber für die Sample Size habe ich so 400 getötet. Also genau 400, viermal mit 4 verschiedenen Gruppen. Und die haben alle extrem different performt und mittel und schwer lag nah beieinander, sodass man eigentlich fast keinen Unterschied erkannt hat. Oder erkannt hat. Ja. Ist echt schwer zu sagen, tatsächlich. Viele sind ja der festen Überzeugung, dass Low besser droppt. Oder Low und Mittel. Aber ich persönlich halte das schon für eine Verschwörungstheorie. Ich halte zwar jetzt auch Flive immer vieles erstmal, oder was heißt vieles für, aber bei Flive eine gesunde Skepsis an den Tag zu legen, ist gesund. Man sollte nicht einfach alles glauben, nur weil es irgendwo steht oder so. Man sieht ja oft falsche Texte, falsche Skill-Beschreibungen, falsche, alte, whatever. Ich meine, oft steht da wirklich etwas einfach falsch da oder so. Das weiß man zwar dann eigentlich, vor allem wenn man lange genug spielt, aber trotzdem. Aber in so einem Fall, weiß ich nicht. Also es ist halt eigentlich für uns Spieler unmöglich zu beweisen, was jetzt stimmt. Also so wie ich das gemacht habe mit so einer Statistik, und ich meine, ich habe ja auch alle meine Runs gestreamt und so, das wird niemals funktionieren, weil es ist ja kein Beweis. Ich meine, selbst wenn ich jetzt 1 Million Clockworks, und das könnte ich meinem ganzen Leben nicht machen würde, dann was würde das aussagen? Das würde auch nur sagen, ja, bei 1 Million sieht es halt so aus, aber und damit könntest du vielleicht, ich meine, gut, 1 Million wäre schon viel, ich meine, aber es ist halt unmöglich, es ist unmöglich. Also du bräuchtest wirklich so viel. Also realistisch, selbst wenn es 10 Leute zusammenarbeiten würden, auch immer mit Videobeweis und was auch immer, dann könnte man vielleicht mal auf ein paar Tausend kommen, aber das ist auch immer noch viel zu wenig. Also ich würde sagen, alles unter 1 Million ist eigentlich fast lächerlich oder alles unter 100.000. Weil die Wahrscheinlichkeiten von den Items, vor allem plus 3 Items, sind ja so gering, dass es ja wirklich 1 in mehreren 100 ist oder 1 in 1000 manchmal. Und das heißt, selbst 1000 Runs ist viel zu wenig, weil dann könntest du trotzdem einfach Glück gehabt haben und so. Also es ist eigentlich unmöglich zu überprüfen, für uns zu sagen. Und deswegen überrascht es mich so, dass Leute davon fest überzeugt sind, weil woher wollen die das wissen? Ich meine, das ist einfach nur literally geraten. Ich meine, du hast halt 10 Runs auf schwer gehabt und 10 Runs auf mittel und deine 10 Runs auf mittel liefen halt besser. Ja, aber das sagt ja überhaupt nichts aus. Das hat literally keine Aussagekraft. Das sagt einfach nur, ja, du hast halt bei den 10 Mittelruns hast du halt ein bisschen mehr Glück. Das sagt nicht, dass schwer schlechter droppt oder mittel besser. Einfach nur in diesen spezifischen 10 Runs, die du verglichen hast, war ein Mittel besser. Und so war es bei mir eben auch. Mittel und schwer war ungefähr gleich bei 100 Runs. Aber es sagt eigentlich nichts aus. Oder halt nicht viel. Und ja, das ist es halt. Aber wie gesagt, es sind echt viele Leute davon überzeugt. Also es ist eine der gängigsten Verschwörungstheorien, die wir in Flive Universe haben, würde ich sagen. Definitiv. Wenn es sich sehr ähnelt. Ja, aber das weißt du ja nicht. Also es ähnelt sich bei 100. Aber würde es sich bei 1000 doch genauso ähneln? Und hier musst du ja mit der dreifachen Droprate rechnen. Also auf FEC sind ja 100 Runs quasi effektiv 300 und so weiter. Und 100 Runs kriegst du ja locker zusammen während dem FEC. Und da kannst du es ja eigentlich dann schon fast wieder gar nicht wissen, weil 300 habe ich zum Beispiel nicht getestet. Ich habe nur 100 getestet. Auf der jeweiligen Schwierigkeit. Bei 300 weiß ich nicht, wie es dann ausgesehen hätte. Wie gesagt, die Sample Size ist einfach zu klein. Mal ganz davon abgesehen, dass die meisten Leute, die das behaupten, sowieso niemals wirklich statistisch irgendwas erfasst haben. Die raten da einfach nur ins Blaue hinein und gehen nach Bauchgefühl wahrscheinlich. Aber grundsätzlich ist die Zeitersparnis natürlich schon ein Punkt. Also wenn du jetzt relativ lange brauchst, wäre das natürlich ein Argument, trotzdem den mittleren zu machen. Aber dann ist dein Argument eben die Zeitersparnis und jetzt nicht wirklich das mit den Drops. Also dann wäre dein Hauptargument wäre dann, ich spare mir einfach Zeit und die Drops sind sehr ähnlich oder nicht sehr viel schlechter. Und das reicht mir dann. Aber, ja.
Ich sag mal so, man soll es da nicht auf Low machen mit der niedrigeren Drop-Chance. Aber wie gesagt, auch da gibt es Leute, die der Meinung sind, dass das ja nicht so ist, dass der Low wirklich so schlecht droppt. Okay, wieder nur Trash gedroppt, glaube ich. Oh, nochmal, zweimal Handschuhe gedroppt. Und wieder kein Strente. Sag mal, willst du mich eigentlich verarschen? Alter, ich suche jetzt seit 6 Tagen einen Strente und ich drop ihn einfach nicht. Dieses Spiel ist der größte Witz überhaupt. Sobald du sagst, dass du etwas willst, macht das Spiel alles, damit du es nicht bekommst. Ums Verrecken nicht.